Wir fahren mit dem Schnellboot. Chantal ist aufgeregt. Ja. Motor läuft. Chantal den Kopf einziehen. Hier. So. Jetzt fahren wir durch den Hafen durch. So, wir fahren wieder rein in den Hafen. So, liebe Freunde, wir sind wieder raus. War richtig mega cool. Also, wie gesagt, wenn ihr an der Ostsee mal kommt, wenn ihr an der Ostsee mal kommt, Warnemünde mal seid, müsst ihr das mal machen. Balticruiser.com. Und das empfehlen wir euch auf jeden Fall mal. Das müsst ihr auf jeden Fall mal machen. Ne? So, wir sind weitergerückt. Wir haben Stellplatzwechsel gemacht. Wir stehen auf dem Surferstellplatz in Zingst am Strand. Wir waren laufen, wir sind am Strand entlang gelaufen, vom Zingst, von der Seebrücke bis hier raus. Es waren wie viele Kilometer, Mama? Reichlich. Reichlich? Ich meine 10.000 Schritte voll. 10.000 Schritte. 10.000 Schritte. 12. 12.000 Schritte hat sie voll. 12.000 Schritte. Jetzt gibt es Essen. Was Na, gibt's warte denn? mal, ich bin da noch gut. Erstmal machen wir erst einmal hier. Weiß schon. Tomatensalat. Tomatensalat. Dumm. Das nennt ihr Dutscht. Brettchen ist umgefallen. Jetzt gibt es Tomatensalat. Die Chantal, die ist kaputt. Die liegt im Bett, die ist kaputt. Chantali liegt im Bettchen und ist kaputt. Die hat es nicht verkraftet. Den langen Marsch. Wir haben Muscheln gesammelt, ne? Naja. Muscheln? Ja. Da basteln wir, ne? Was bastelten ihr da? Das wird nachher verraten. Tomatensalat, da bin ich mal gespannt. Lecker. So, wir gucken uns mal an hier den Platz, wie wir stehen. Also wie gesagt, das sind ja hier die üblichen Preise. 20 Euro. Inklusive nix. Also gefüllt ist der Platz recht gut. Er ist nicht voll, es ist noch viel frei. Wir sehen es jetzt hier bei uns im Hintergrund, es ist noch einiges frei, wir stehen in der Mitte. Hier steht vom dran, Viola hat es gelesen, was stand da dran? Keine Bullis und keine Kastenwagen. Kastenwagen. Ja. Also keine Bullis und keine Kastenwagen stand hier vorne dran. Das heißt, die
sagen jetzt nur Reisemobile mit geschlossenen Systemen. Das haben wir schon sehr oft hier erlebt. Wir werden euch die Preise mal mit einblenden. Wie gesagt, 20 € verlangen die hier. Ach, und der absolute Preishammer ist natürlich, die verlangen hier pro Hund extra. Pro Hund, wohl bemerkt, extra 8 €. Das kommt noch oben drauf. Also wer eine Fellnase hat, einen Vierbeiner hat, muss hier oder sollte hier 8 € pro Hund einplanen. Mückensicher. Mückensicher. Also wir haben hier in Zingst und auf Rügen dieses Jahr eine extreme Mückenplage. Viola sitzt jetzt da, mückensicher. Mal sehen, wie das hier ausschaut. So, hier haben wir es nochmal dran stehen. PKW Stopp, Bulli und Kastenwagen Stopp. Weil das ist die Zufahrt zum Stellplatz. Da haben wir hier Crew, steht jetzt hier. Da haben wir Frischwasser und Toiletten. Schauen wir uns mal an. Also Frischwasser ist hier. Frischwasser ist hier. Da steht jetzt kein Trinkwasser, doch hier an der Seite steht es dran. Trinkwasser und kein Trinkwasser. Dann haben wir hier Pissoir, PC, das WC-Personal, keine Entsorgung Wohnmobiltoiletten. Dann haben wir hier zum Aufwaschen. Dann haben wir hier Duschen. Ich finde jetzt keine Entsorgung Toiletten. Das ist die Zufahrt vom Platz. Also Entsorgung Wohnmobil Toiletten habe ich jetzt nicht gefunden und auch eine Entsorgung Grauwasser habe ich hier nicht gefunden. Ziemlich voll, aber es ist noch einiges hier an Platz. So, wir sind angekommen in Müritz, in Waren-Müritz, auf dem Stellplatz unter Wellen, Uferstraße oder wie die heißt. Wir werden bis morgen hier stehen bleiben, weil wir uns mal Waren an der Müritz anschauen wollen. Ungefähr 1000 Meter vom Stellplatz haben wir jetzt hier die Weiße Flotte und frischen Fisch. Frischen Fisch haben wir hier drüben. Und hier haben wir die Weiße Flotte. Und hier gibt es auch Eis. Ja, und das ist der Stellplatz, den wir heute Vormittag angefahren sind als erstes, den wir ins Auge gefasst haben, wo wir grundsätzlich davon abraten. Ihr seht selber, das ist ein reiner Parkplatz. Das Doppelte an Preis von dem anderen Parkplatz bzw. Stellplatz, wo wir jetzt stehen. Hier wird wieder, hier lassen die sogar drauf, hier lassen sie sogar Gespanne stehen. Jetzt, heute Vormittag standen hier 3 Wohnmobile, jetzt steht bloß noch 1 da. Das ist der Spielplatz angrenzend, der in den meisten Apps beschrieben ist. Aber im Badestrand gibt es hier weit und breit nicht. So, von dem Stellplatz wo wir jetzt stehen, ca. 1000 Meter, hier haben wir den Hafen von der Müritz in Waren. Hier ist noch einmal der Stellplatz von heute Vormittag. Also genau hier hätten wir gestanden. Das war absolut nicht akzeptabel. Erstens vom Preis her und zweitens von der Lage. So, jetzt gehen wir mal geradeaus weiter.
in Richtung Hafen. Hier im Hintergrund haben wir den Stellplatz, wo wir jetzt stehen. Es ist ein ganz toller Stellplatz, den wollen wir euch einmal zeigen, weil er von den Kosten her okay ist und natürlich auch den ursprünglichen Gedanken von dem Stellplatz noch enthält. Die Anreise ist individuell und ihr könnt euch auch hier einen Platz reservieren. Wenn ihr den Platz anfahrt, liebe Freunde, kommt ihr entweder aus dieser Richtung vom Nationalpark oder jetzt aus dieser Richtung Teterow, Malrow, je nachdem links oder rechts. Ihr fahrt in den Platz rein, der liegt direkt bei einer Gärtnerei. Die haben wir hier auf der rechten Seite. Und wenn wir hier zufahren, auf dem Stellplatz haben wir die Einfahrtschranke. Ihr fahrt ganz einfach auf die Einfahrtschranke drauf zu und dann öffnet sich die Schranke. Zurzeit ist der Platz belegt, wie wir es hier sehen. Also wir haben hier den Preis für 15 € inklusive Ver- und Entsorgung, die WC-Nutzung und der Anhänger kostet extra 1,50 den Tag. WLAN ist hier kostenlos, dann bekommt ihr einen Zugangscode und Strom über Münzautomat kostet 50 Cent die Kilowattstunde. Duschen 1 €, 5 Minuten. Die Kurtaxe kommt natürlich noch mit oben drauf, wie wir hier sehen. Also 2 € Kurtaxe. Kinder sind frei unter 16 Jahre mit der Kurtaxe. Und dann fahren wir hier ganz einfach auf die Schranke langsam zu und dann öffnet sich die Schranke und dann könnt ihr euch hier einen Platz aussuchen. Wenn ihr einfahrt, haben wir gleich auf der rechten Seite Trinkwasser. Ansonsten haben wir hier dann die Entsorgung hinten auf der linken Seite. Das schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Denn hinten bei der Entsorgung haben wir nochmal eine Trinkwasserstation, wo ihr Frischwasser auffüllen könnt. Dann haben wir hier genug Platz für große Wohnmobile auch. Toilette abzulassen. Schwarzwassertank, Entleerung. WC-Tank hier rein. Spülung für Festtank und Kassette haben wir alles da und natürlich die Grauwasserentleerung mit Spülung, alles hier am Platz, alles im Preis von den 15 € mit inklusive. So schaut es dann aus, wenn ihr einen Platz reserviert habt. So stehen wir, so sehen dann auch die Plätze aus. Also wir haben ungefähr eine Fahrzeugbreite bis zu einer 1,5 Fahrzeugbreite Luft zwischen den Mobilen. Das heißt, ihr könnt das nicht verfehlen, wenn ihr einfahrt. Da wo Wohnmobile dran stehen mit Pfeil, da fahrt ihr ganz einfach rein, dass ihr dann seht, aha, hier kann ich stehen mit meinem Wohnmobil. Das solltet ihr auch beachten. Das ist jetzt meine persönliche Empfehlung. Hier haben wir Duschen, ist okay für den Wohnmobilstellplatz, ist natürlich ein Plus. Waschmöglichkeiten für Geschirr. Hier haben wir die Duschentoiletten für die Männer getrennt. Dann haben wir hier Ablagen Müll. Wertstofftrennung ist ja klar, ist logisch. Und ihr könnt auch hier Gas bekommen, so viel wir sehen können. Das ist natürlich ein super Platz, im Gegenteil zu dem Platz, den wir heute Vormittag angefahren sind. Das geht natürlich gar nicht. 29 € inklusive Kurtaxe und einen Platz uns angeboten. Also ich muss sagen, wir waren nicht nur enttäuscht, sondern natürlich auch sauer, dass wir so einen Platz bekommen für 30 € mitten auf dem Parkplatz. Hier liegen wir bei 19 € inklusive Kurtaxe. Also wir haben diese 15 €, wie ihr es gesehen habt.
Und Strom buchen wir uns ganz zu, wenn wir welchen brauchen. Zurzeit brauchen wir ja keinen Strom. Die Sonne scheint, also wir haben hier 50 Cent. Steckdosen sind genug vorhanden. 50 Cent die Kilowattstunde, das ist auch ein sehr guter Preis. Und da haben wir schön Steckdosen verteilt hier auf dem Platz. Also es haben genug Möglichkeiten hier sich mit dem Strom anzustecken. Wenn ihr den Platz anfahrt, wie ich euch den jetzt gezeigt habe, dann meldet ihr euch vorne in der Gärtnerei. Da bezahlt ihr alles, da könnt ihr bar bezahlen, mit Karte bezahlen. Das ist alles möglich. Und dann kriegt ihr auch einen Zettel und das WLAN-Passwort. Wie gesagt, den Platz, den blenden wir nochmal mit ein von heute Vormittag. Chantal im Hintergrund. Den blenden wir nochmal mit ein von heute Vormittag hier. Das geht gar nicht, 29 Euro. Wir sind draufgefahren auf den Platz. Viola hat gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Du warst wieder? Nö. Nee, der hat uns definitiv, nee, der hat uns nicht gefallen. Ja. Nur Durchgangsverkehr, die ganzen Ja. Leute werden dort ablaufen. Also auf der Seite, wo wir jetzt sitzen würden, war Durchgangsverkehr vom Parkplatz. Also man hätte auch immer aufpassen müssen, wenn man raustritt aus dem Wohnmobil, dass man nicht in den fließenden Verkehr reintritt. Und davon Und so teuer. und dafür 29 Euro geht gar nicht. Jetzt wären ja über 30 gewesen. Oder über 30 sogar. Dann hättest du ja noch Strom und so. Ach, Strom war ja noch Strom, extra. wenn du Strom noch Stimmt, genommen hättest. da habe ich es falsch gesagt. Strom war extra. Also 29 Euro zuzüglich dann noch Strom. Das wäre zu viel geworden. Ja, liebe Freunde, lasst euch überraschen. Wir sind jetzt hier einen Tag. Wir waren schon in der Müritz. Das zeigen wir euch jetzt nochmal in Waren, Müritz. Die Bilder zeigen wir euch jetzt nochmal. Und morgen geht es natürlich weiter. Lasst euch überraschen und bleibt dran. Bis gleich. Tschüss. So, die Einfahrt, liebe Freunde. Und hier geht's 500 Meter in Richtung Stadthafen. Ja, mit Sonne, das glitzert. Da fällst du aber auf in der Wir gehen nur Hüpfburg. essen. Aber wir gehen nur essen. Aber da Außerdem fällst du kann ich auf mit in dem der Pla- Hüpfburg. In der Hüpfburg, sehr witzig. Ja, Ich da geh da fällst nicht du in der auf. Hüpfburg. Außerdem gehen wir essen, Papa. So, hier laufen wir rein vom Stellplatz. Das sind ungefähr 50 Meter. Fußweg hier hoch und hier den Radweg, Spielstraße oder was das ist, rein. Bis hier vor und hier vorne ist schon der Hafen. Also sind ungefähr 500 Meter. So, wir gucken mal mit den Gaststätten hier in Waren, was wir so an Gaststätten haben. Mit dem Essen. Sind ja einige, wenn wir hier zum Hafen kommen. Viola sagt, wir gehen da hoch. Ich zeige euch das mal. So schaut das dann aus. Der Hafen. Und Viola will hier hochgehen. Wir sind jetzt durch Waren gelaufen. Viele Gaststätten. Und alle voll. Muss man sagen, also alle voll. Es war schwierig mit den Plätzen. Die guten Gaststätten, da muss man reservieren. Und die anderen, die leer waren, die hatten horrende Preise. Da haben wir gesehen, was haben wir gesehen? Dorsch oder was war das? 27,90 Dorschfilet oder so ähnlich. 27,90. Also genau. Und das zeigen wir euch doch einmal. Wir sind jetzt weitergelaufen. Wir sitzen jetzt in einer Gaststätte, das nennt sich Altwaren. Und die ist in der Einkaufspassage. Also wir schauen mal, wie das Essen ausschaut. Das zeigen wir euch mal. Und wie das Essen dann geschmeckt hat. Viola hat, ich zeige es euch mal, Dorschfilet in, wie nennt sich das? Eihülle. In Eihülle. Ja. Der Chantal hat ihr Wunschessen, das ist natürlich ausgesprochen speziell. Guten Abend. Und ich habe, guckt euch mal an, Eisbein. Gebügeltes Eisbein ist das mit Sauerkraut und Salzkartoffeln.
Wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Guten Appetit und wir melden uns gleich wieder. Also wir sind jetzt fertig mit Essen hier in der Gaststätte Alter Waren. Chantal, wie hat es dir geschmeckt? Jetzt gut geschmeckt. Du hattest Spaghetti, ne, mit Tomatensauce. Ja. Und wie waren die? Gut. Gut. Du Gut. darfst nicht so machen. So, die Mama hatte, das weiß ich noch, durch. Und wie? Ja. Und wenn ich das so beobachte, die Mama ist voll. Die Viola ist voll bis oben hin. Das musst du ja deins noch aufessen, weil du es nicht geschafft hast. Ah ja. Papa hatte so ein riesen Schwein einfach. Ein Riesen. Ich sag immer Schwein dazu oder keine Ahnung. Das war eine Haxe. Eine gebökelte Haxe. Aber die war so groß. Die war groß. Also ich hatte die gebökelte Haxe, die war richtig toll lecker. Die war ganz, ganz lecker. Wir haben die auch aufgegessen. Und die Kartoffeln, die dazu waren, die habe ich nicht alle gegessen, aber dafür das Sauerkraut. Zum Abschluss haben wir jetzt noch einen Verwirker, wollte ich sagen. Einen Mürli. Einen Mürli, keine Ahnung was das ist. Mürli nennt sich das zum Verdauen. Ist aber kein süßer Kräuter. Trinken die. Prost. Prost. Prost miteinander. Ich habe keinen Schnaps. Gut. So, wir fliegen zu Hause wieder ein. Liebe Wohnmobilfreunde, unsere Ostsee-Rundtour, kein Stellplatz reserviert. Wir haben alle Plätze angefahren, die wir wollten. Wir haben eine schöne Rundreise gemacht. Wir hatten durchweg wunderbares Wetter. Sonne, sehr warm, teilweise 44 Grad. Und ihr habt ja die Stellplätze alle gesehen. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, welche Stellplätze euch gefallen haben, ob ihr auch so eine Rundreise gemacht habt an der Ostsee dieses Jahr bei den Temperaturen. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns. Bis dahin, bleibt schön gesund auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss.